Hey Leute, willkommen in der Realität. Was ein ehemaliger Soldat hier schreibt, ist wie ein Schlag in die Magengrube. Aber ehrlich, direkt und mutig. Jens Waldinger hat genug. Er fragt, für wen soll ich eigentlich noch kämpfen? Und wenn du hörst, was er aufzählt, von der zerstörten Heimat bis zur verlogenen Politik, dann wird dir klar, dieser Brief trifft genau ins Herz von allem, was hier falsch läuft. Warum du dieses Video sehen solltest? Weil Jens das anspricht, was sich viele nicht mehr zu sagen trauen. Weil es weh tut, aber genau deswegen gehört es gehört. Lasst ein Like da, wenn du seine Worte fühlst. Abonnier für mehr klare Aussagen und schreib mir in die Kommentare, würdest du für dieses Land noch kämpfen? Auf geht's! Jens Waldinger schreibt, für wen oder was soll ich eigentlich noch kämpfen? Überall höre ich dieses dumme Geschwätz, wir müssen unser Land verteidigen. Welches Land denn bitteschön? Und ist es überhaupt noch unser Land? Was genau soll ich hier verteidigen? Und vor allem wen? Die Millionen Ukrainer, die einfach beschlossen haben, hierher umzusiedeln? Die 6 Millionen Afghanen, Iraker, Marokkaner, Iraner, Tunesier und wer weiß wen noch, die ihre Länder verlassen haben? Die auf unsere Kultur, Religion und Werte scheißen? Für die wir Opfer und freiwillig sind und auf unseren Straßen ein Kalifat fordern? Die Kinder und Polizisten abstechen und in unseren Städten Amok laufen? Die soll ich verteidigen? Kurz die Millionen wehrfähiger Männer, die ihre Heimat verteidigen könnten, sich aber lieber hier auf unsere Kosten verstecken? Soll ich die verteidigen? Und für sie riskieren, dass mein Kind ohne Vater aufwachsen muss, damit sie ihren Kampf nicht selbst austragen müssen? Ganz zu schweigen, was die unseren Frauen und Kindern antun, wenn wir Männer in den Krieg ziehen sollen? Oder die Medien, die das alles als Sieg der Meinungsfreiheit feiern? Oder die Grünen, die ungefiltert jeden ins Land lassen, der es irgendwie über die Grenze schafft? Oder sie ohne Papiere einfliegen lassen? Ein deutscher Vizekanzler, der in seinem Buch Patriotismus ein linkes Plädoyer schrieb, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen, ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nur bedingt. Die Genderspinner, die ständig ihre Geschlecht wechseln und sich mit they ansprechen lassen. Die gleichen Grünen, die früher Soldaten als Kindermörder beschimpften und meine Kameraden und mich im Zug bespuckt haben, Radmuttern gelöst haben und tödliche Unfälle riskierten und jetzt vom Krieg gegen Russland paseln, genau die soll ich jetzt verteidigen? Die Bürokraten, die sich ständig neue unsinnige Vorschriften ausdenken, nur um ihre Existenz zu rechtfertigen. Die Krankenkasse, die alte Menschen ihre Zahnbehandlung nicht übernimmt, aber ihre ukrainischen Nachbarn alles zahlt. Die faulen Sozialschmarotzer, die sich dank Bürgergeld ein bequemes Leben machen, während wir jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen, um Steuern zu zahlen. Die Rentenversicherung, die uns später gerade so viel zahlt, dass wir kaum besser dastehen als jemand, der nie einen Finger für dieses Land gerührt oder eingezahlt hat. Die Politiker, die uns vor der Wahl anlügen und nach der Wahl das Gegenteil tun, die unser Steuergeld in der ganzen Welt verpulvern, unsere Wirtschaft ruinieren und unsere Infrastruktur verrotten lassen, während sie sich selbst Posten zuschachern, Diäten ins Uferlose erhöhen, während der einfache Mann kaum noch weiß, wie er seine Familie ernähren und Rechnung bezahlen soll? Soll ich das alles verteidigen? Die Regierung, die dafür gesorgt hat, dass Volksfeste wegen Terrorgefahr abgesagt werden, dass Weihnachtsmärkte unter Polizeischutz stehen, dass Frauen sich nicht mehr sicher fühlen können, dass Alte in der eigenen Stadt Angst haben müssen, dass Kinder ermordet werden, die soll ich beschützen? Wisst ihr was? Ein Scheiß muss ich. Dieses Land ist nicht mehr mein Land, es ist nur noch der Ort, an dem ich lebe, arbeite und brav Steuern zahle, damit sich andere davon ein schönes Leben machen können. Deutschland, das Land der fleißigen, ehrlichen Menschen, existiert nicht mehr. Hier gibt es nichts mehr, das es wert wäre, verteidigt zu werden.
und nix, was ein anderes Land auch nur geschenkt haben wollte. Und da ich weiß, wie stark ausgeprägt das Denunziantentum mittlerweile in Deutschland ist, für alle, die weinend bei der Bundeswehr anrufen und sich unter Tränen über mich beschweren, ich stehe in keinem Dienstverhältnis mehr und habe auch nicht vor, diese Uniform, die ich einst voller Stolz und Überzeugung getragen habe, aus obigen Gründen je wieder anzuziehen. Ich würde nur noch für meine Familie kämpfen, nicht mehr für politische Interessen, da ich kein Söldner bin. Was der Jens da schreibt, das trifft es einfach. Da sagt einer mal ganz offen, was viele denken, die Regierung schützt sich selber besser als uns. Und ganz ehrlich, habt ihr euch nicht auch schon gefragt, warum funktioniert eigentlich alles, wenn es um Politiker oder irgendwelche VIPs geht? Aber wehe, du bist ein ganz normaler Bürger. Ich mein, wie kann es sein, dass bei so vielen Warnzeichen nichts passiert? Und wenn dann was Schlimmes passiert, heißt es plötzlich wieder, ja, wir wussten von nichts. Mal ehrlich, glaubt ihr das noch? Der Jens schreibt, wir Bürger sind nur Mittel zum Zweck. Und Leute, fühlt ihr euch nicht auch manchmal genauso? Nur noch zum Arbeiten da, Steuern zahlen, Klappe halten, aber wehe, du willst Sicherheit oder Gerechtigkeit. Ich frag euch, wo bleibt eigentlich unser Schutz? Unsere Stimme? Und vor allem, wer zieht endlich mal Konsequenzen? Danke an Jens für seine Worte. Und an euch, lasst mal in den Kommentaren da, wie ihr das seht. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr als Bürger komplett vernachlässigt werdet? Bleibt stark, passt auf euch auf und wenn euch das hier anspricht, lasst ein Like da, abonniert gern und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Naja, und wenn man mal drüber nachdenkt, noch ein bisschen mehr als 200 Millionen dazu, ist es eine Milliarde. Eine Milliarde für neue Klamotten zum Ausgehen der Bundeswehr. Thorsten Junghold ist bei mir. Wie kommt man denn auf diese Idee? Muss das Geld jetzt einfach weg? Kann man es anders nicht einsetzen? Guten Morgen. Zwei Aspekte dazu. Einmal der konkrete Fall. Also ja, da kann man sich natürlich in der Tat fragen, was die zuständigen Beamten und Soldaten im Bundesministerium der Verteidigung beruflich so machen. Also jedem Soldaten seine neue Dienstuniform gegönnt, gar keine Frage. So eine Frage des Respekts, dass die Leute ordentlich ausgestattet sind. Aber in der jetzigen Zeit, wo der Bundesverteidigungsminister von Kriegstüchtigkeit spricht, wo er davon spricht, 2029 müsse diese Bundeswehr verteidigungsfähig sein,